Viele denken, eine Weltreise sei Urlaub. Für uns ist sie Arbeit, nur mit einem anderen Horizont. Hier in Montoulier, einem kleinen Dorf in Südfrankreich, haben wir verstanden, was passiert, wenn man zur Ruhe kommt und trotzdem produktiv bleibt. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen aus Montoulier. Aus Montouliers oder aus Montoulier? Aus Montoulier, das ist Französisch. Wir sind hier in Südfrankreich und da spricht man das S am Ende nicht aus. Okay, wenn ihr es aber auf der Karte sucht nach dem S. Und wir haben jetzt hier so ein morgendliches Ritual, wo wir jeden Morgen diesen Weg gehen. Und es ist gleichzeitig eine kleine Dorf- oder Stadtführung für euch. Und wir zeigen euch mal die 4 absoluten Highlights. Das letzte Highlight, das kann man gar nicht sehen. Das allerbeste, das sagen wir zum Schluss. Aber jetzt fangen wir erstmal so ein bisschen an. Und im Hintergrund erzählt euch Alex dann immer mal wieder, was denn überhaupt das Besondere ist. Zum Beispiel hier an dieser Treppe. Dann werden wir so nach und nach euch mal so das ganze Dorf so zeigen. Montoulier, ein Ort mit gerade einmal 300 Einwohnern, zwischen Béziers und Narbonne, eingebettet in Weinberge und Olivenhaine des Minervois. Der Name stammt aus dem Lateinischen Monte Olerio, der Berg der Oliven. Über 1000 Jahre Geschichte, enge gepflasterte Gassen, die alten Caladets führen hinauf zur Kirche Saint-Baudier und zum Château de Montoulier, das einst die Krone des Dorfes war. Hier oben klingt selbst der Wind, als würde er Geschichten flüstern. Am unteren Ende des Dorfes liegt ein Geheimnis aus der Antike, die römische Quelle, die Fontaine Romaine. Vermutlich Teil einer alten Zisterne. Seit Jahrhunderten sickert das Wasser durch Kalkgestein, klar, kalt und rein. Es hat Generationen versorgt und es fließt immer noch. Ruhig, beständig, so wie das Dorf selbst. Während wir hier arbeiten, leben wir in einem besonderen Projekt, einem House-Sitting. Wir passen auf ein Haus auf einen Hund, 2 Katzen und 2 Pferde. Das ist Teil unserer Weltreise. Wir tauschen Verantwortung gegen Unterkunft und Nähe gegen Oberflächlichkeit. Morgens beginnt der Tag im Stall. Beim Füttern, Bürsten, Aufräumen. Und wenn die Tiere zufrieden sind, beginnt unsere eigentliche Arbeit. Videos schneiden, Texte schreiben, Strategien entwickeln. Kein Urlaub, sondern Leben auf Zeit. Echt, mobil, selbstbestimmt. Und dann kamen die Menschen. Schon nach wenigen Tagen kannten wir halb Montoulier. Nachbarn, Freunde, Bekannte, jeder stellte uns irgendwem vor. Einmal pro Woche gibt's Pizza unten im Restaurant. Die Gespräche werden länger, die Abende später. Heute sind wir mit 2 Nachbarn gemeinsam auf den Markt in Capestan gefahren. Viele, die hier leben, sind Engländer. Aber sie alle haben etwas gemeinsam. Sie lieben das Leben hier. Und dieses kleine Dorf, es empfängt dich, wenn du einfach offen bist. Ja, und hier waren wir gerade auf dem einzigen Bürgersteig im ganzen Dorf. Der ist vielleicht so 100 Meter lang. Was man sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall lustig. Macht die Brücke schmaler. Tagsüber konzentrieren wir uns auf unsere Projekte. Wir produzieren, planen, schneiden, schreiben. Aber die Ruhe verändert die Arbeit. Hier wird der Kopf klar, die Gedanken werden leise. Und sogar das Klirren in meinen Ohren wurde in nur einer Woche um 2/3 leiser. Diese Stille heilt. Vielleicht ist das Montouliers größtes Geheimnis, dass man hier nicht abschaltet, sondern sich neu einstellt. Eines der größten Learnings hier in Montoulier ist tatsächlich die Geschichte mit der Kaktusfeige. Die sehen halt super, super lecker aus. Und ihr seht das, die kann man auch relativ leicht hier klauen. Ich habe es gestern gemacht, mach die auf, schäl die, mach das niemals. Es sieht hier total friedlich aus, aber ihr habt hunderte von diesen Nadeln in der Hand und das ist sehr, 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 sehr schmerzhaft. Und wenn uns das Bedürfnis nach Bewegung packt, ist das Meer nur eine halbe Stunde entfernt.
Narbonne Plage, Wind, Salz, Sonne, endloser Horizont. Oder der Markt in Capestan, bunt, laut, duftend und lebendig. Diese kleinen Ausflüge holen uns raus, nicht um zu fliehen, sondern um neue Energie zu holen. Denn wer reist, um zu leben, muss auch leben, um reisen zu können. Abends, wenn das Licht über die Steine fällt, riecht es nach Brot, nach Regen, nach Kalk. Und man versteht, warum Menschen hier seit über 1000 Jahren leben. Montoulier, ein Ort, der nichts will, außer zu bleiben. Und genau das brauchen wir, um weiterzugehen. Miles meets Moments, von Köln nach Sydney, weil Stille auch Geschichten erzählt.